Ihr wollt so gut wie überall hinkommen, nichts darf euch aufhalten? Ein frommer Wunsch, der bei den meisten Fans größerer Mobile fast zwanghaft zum Unimog führt. Doch damit euer Wunsch in Erfüllung geht, also das überall hinkommen, gibt es etwas sehr Wichtiges zu beachten. Kurz, flach und leicht muss er sein, sonst könnt ihr euch so viel wünschen wie ihr wollt. Es wird einfach nichts mit solchen Kunststückchen. Nicht umsonst lautet das Mantra vieler Mog-Fahrer, nur ein kleiner Unimog ist ein guter Unimog. Einer, der genau das bietet, ist dieser U1300L aus der Bongo Garage. Was ein wenig nach Selbstbau klingt, fußt auf der Idee von Horst Mösbauer, sich nach vielen Jahren und unzählbaren Kilometern in der Offroad-Szene noch einmal dem professionellen Unimog-Bau hinzugeben. Dabei geht es hier klar nicht um Masse, sondern um klein, fein und sehr besonders. Weniger als eine Handvoll Fahrzeuge pro Jahr, mehr sollen nicht aus der Bongo Garage rollen. Hält denn das Erstlingswerk, was hier versprochen wurde? Ja, es braucht nur wenige Meter, um zu merken, wo der Vorteil von dem Fahrzeug der Bongo Garage ist. Er ist nämlich wirklich schön leicht und niedrig und so macht ein Unimog doch echt mal Spaß. Leicht heißt in diesem Fall, gerade mal 6 Tonnen reisefertig wiegt der Testwagen. Da gibt es also noch genug Luft bis zum zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen. Rein optisch kommt der Bongo-Mog dann auch nicht gerade opulent daher. Wer mehr Show möchte, sollte woanders suchen. Also während ich hier durchs Gehölz fahre, da merke ich die echten Vorteile dieses kleinen Unimogs. Ich muss mir keine großen Gedanken machen über die überhängenden Bäume, denn wir haben hier maximal 3 Meter Fahrzeughöhe. Es ist super schlank. Ich weiß, er ist da zu Ende, wo der Original-Unimog zu Ende ist, also kaum lange Überhänge. Und so macht das wirklich Spaß, so ein Auto auch im Gelände zu bewegen. Der Spaß hört zumindest bei Tempo 70 auf Asphalt dann bald auf. Der Lärmpegel ist schuld. Ja, der gebrauchte alte Unimog, der U1300L, den man vielleicht mal beim Bund gefahren ist, das ist auf Reisen richtig rauer Geselle. Man hört das hier schon. Ich kann mal das Fenster zumachen. Hoppala. Und es macht keinen Unterschied. Es ist noch genauso laut wie vorher. Das ist ein rustikales Auto. Die Schaltung ist mal so ein bisschen hakelig. Allradantrieb ist hier bei dem Wagen zuschaltbar. Wir haben Portalachsen, damit ist das Ganze so ein bisschen schwammig. Aber was ganz toll ist beim Unimog, tolle Rundumsicht. Ich habe die Scheiben sehr nah bei mir, eine sehr senkrecht stehende Frontscheibe, eine kleine Haube. Ich weiß immer, wo alles ist. Ich sehe die Räder. Ich kann das also sehr gut im Gelände bewegen. Und das sind die echten Pluspunkte eines Unimogs. So, dann machen wir noch einen kleinen Blick hier in die Instrumentenlandschaft. Da ist das Notwendigste da. Tacho, in diesem Fall mal ohne Fahrtenschreiber. Wir haben den Drehzahlmesser und die Anzeige der wichtigsten Betriebsparameter. Luftdruck in der Mitte, der deutlich höher ist als die 8 Bar von regulären alten LKW. Und dann haben wir noch Tankanzeige, Öldruck und Wassertemperatur. Das muss genügen. Die ehemalige Feuerwehr mit dem Turbodiesel und seinen 136 PS hat mit dem Gewicht der Wohnkabine keine Probleme. Dennoch sollte einem klar sein, dass er auf der Straße kein Sprinter ist. So, das hier ist der klassische Fall, wo so ein alter Unimog an seine Grenzen kommt. Lange, zähe Steigung. Muss man schon ein bisschen hier aufs Gas treten und die Dinge durchschalten. Aber dafür gibt er sich im Gelände dank der so gut wie nicht vorhandenen Überhänge und der mächtigen Michelin XZL keine Blöße. 6 Meter lang, 3 Meter hoch, 2,25 breit. Das sind die Traummaße, mit denen vieles möglich wird. Aber was hat der 1300L denn nun hinten drauf? Das ist tatsächlich etwas sehr Besonderes. Allein das Aufstelldach hat es in sich, Knopfdruck genügt und schon gibt es komfortable 1,98 Stehhöhe.
Mal ein paar Worte zur Bauweise. Diese Kabine besteht aus Aluminium mit einem Rohrrahmen dahinter. Und auch die ganzen Klappen, die Fenster, die Türen, all das ist eine Eigenanfertigung. Also ein extrem robustes Fahrzeug, was wirklich hartes Gelände ab kann. Dass der Wagen für richtig schweres Gelände gedacht ist, sieht man sofort hier am Heck. Da ist der Abschlussquerträger des Hauptrahmens und der Übergang hier hinten ist wirklich kurz, knackig und angeschrägt. Was mir auch gut gefällt, das ist die Reifenwahl. Eine Nummer größer ist es hier geworden, statt beim Original. Wir haben jetzt 365/80 R20. Finde ich eine gute Größe für einen Unimog. Das wird im Gelände wirklich Spaß machen. Kommt man jetzt hier in die Kabine hinein, ist die überraschend großzügig. Woran liegt das? Wir haben schon mal das Hubdach aufgefahren. Das übrigens wird mit der Pneumatik, dem Druckluftsystem vom Unimog gespeist. Hebt um 27 cm, hat feste Wände inklusive kleinen Glasscheiben. Das macht natürlich den Raum hier wirklich großzügig. Und auch am Badezimmer fährt eine kleine Seitenwand mit rauf. Hier zu 3 Seiten ist sie mit Aluminium beplankt und hier muss nur das letzte kleine Stück dann rausgeklappt werden und dann habe ich auch ein geschlossenes Badezimmer. Auf der einen Seite fühle ich mich hier ein bisschen an Geländewagen erinnert. Das liegt natürlich an dieser Metallbauweise mit den Aluklappen. Dahinter sind aber tatsächlich nochmal Schubladen versteckt. Es liegt aber auch daran, dass es hier keinen Kühlschrank gibt, sondern eine 40 Liter Kompressorkühlbox, die hier unten in der Schublade versteckt ist. Und auf der anderen Seite fühle ich mich ein bisschen, als ob ich an Bord wäre. Das liegt zum einen an diesen ovalen Fensterausschnitten, aus denen ich rauslinsen kann, aber auch an den 2 Yachtluken, die hier oben im Dach platziert sind für frische Luft. Die Fenster sind eine Eigenanfertigung der Bongo Garage, erinnern mich ein bisschen an Outbound, bestehen aber aus Edelstahl, sind deutlich filigraner gearbeitet und ein Holzrahmen soll hier als trennendes Element sein. In der Küche selbst gibt es ein Diesel-Ceran-Kochfeld und eine eingelassene Edelstahlspüle. Was mir sehr gut gefällt, ist die Saftrinne hier außenrum. Die ist auch nochmal beim Esstisch. Sprich, wenn es hier krümelt oder tropft, dann läuft das nicht alles runter, sondern landet hier und ich kann es beiseite wischen. Und obwohl dieses Fahrzeug aktuell, weil die Sonne scheint, so lichtdurchflutet ist, mir fehlt hier auf jeden Fall mehr Beleuchtung. Es gibt nur eine Lampe in der Küche, eine fest installierte Lampe über dem Esstisch und eine im Bad. Das Lampenangebot dürfte dann doch etwas üppiger sein. Und wo wir schon bei der Kritik sind, die Übergänge der festen Wände des Parallelhubdachs haben es immer in sich. Wenn die Bongo Garage sie winddichter und mit intuitiverer Bedienung hinbekommen könnte, wäre das eine tolle Sache. Auch eine Wärmedämmung wäre dort schön. Die Macher des Bongomogs sind aber schon dran. Hier hinten die Sitzgruppe, die ist zeitgleich auch das Schlafzimmer und es ist ein sehr helles Schlafzimmer. Es gibt jede Menge Fenster und hier auch eine große Dachluke. Damit kann ich in alle Richtungen lüften. Hier ist auch ein Fenster und hier gibt es noch mal mehr, nämlich auch eine Panoramaklappe. Die darf ja heutzutage nirgendwo mehr fehlen, die Panoramaklappe, aber die kann ich von innen nicht aufmachen. Da muss ich erstmal rausgreifen und muss die Klappenriegel von außen öffnen und dann kann ich es mir auch gemütlich machen, mit Blick in die Natur. Rund um die Sitzgruppe, auch das Bett, ist die gesamte Technik platziert. Hier ist ein 70 Liter Frischwassertank direkt über der Hinterachse. Ein 100 Liter Wassertank ist auf der Fahrerseite, aber es geht hier auch noch munter mit der Technik weiter. Dafür nehme ich einfach mal die Polster beiseite. Denn wir haben hier einmal die Wasserinstallation, Druckwasserpumpe, Ausgleichsgefäß, UV-Filter und den mechanischen Wasserfilter. Hier drunter sieht man den großen PE-Wassertank. Hier ist der Kanister für die Standheizung und den Boiler. Der Boiler von Puntmann ist hier drunter platziert. Das hier finde ich schon arg improvisiert mit so einem 5 Liter Kanister und einer einfach eingesteckten Spritleitung.
weiß nicht, das könnte man sicherlich auch schöner lösen. Und hier in dem Fach hinten ist dann die Elektrik. Wir haben ein Multiplus, also ein Ladegerät und einen Inverter mit 1,6 kW. Die ganze Anlage läuft auf 24 Volt. Hauptschalter, Solarladeregler und hier haben wir die Gleichstromverteilung, alles mit Schmelzsicherung. Das ist mal wieder eher Geländewagentechnik, das ist eher basic, nicht allzu kompliziert und tatsächlich auch nicht allzu viel. Denn wir haben nur eine einzige Steckdose für 230 Volt und ein Steckdosenset für 5 Volt und USB. Das ist eigentlich für einen LKW ein bisschen wenig. Irgendwo muss das geringe Gewicht ja auch herkommen, denn die Materialien des Aufbaus sind nicht aus dem Regal extrem leicht. Sehr mutig, in einem LKW auf ein festes Bett zu verzichten. Das ist nach dem Umbau der Sitzgruppe 1,95 lang und 1,30 Meter breit. Die 7 Polster sind natürlich weniger bequem als eine durchgängige Matratze. In einem anderen Punkt aber ist der Bongomog wieder ganz typisch Premium-LKW. Die Verarbeitungsqualität hier in dem Fahrzeug ist wirklich auf hohem Niveau. Das sieht man mal von ganz kleinen Details ab. Aber man merkt das auch hier an der Tür zum Badezimmer. Das hat alles Hand und Fuß und das wird auch lange Pistenfahrt und Geländefahrt problemlos überstehen. Und dann schauen wir jetzt noch mal ins Badezimmer rein. Was gibt es da? Vor allen Dingen ein Waschbecken, eine Toilette und eine Dusche ohne Ablauf. Eine Dusche ohne Ablauf klingt erstmal verblüffend. Es sollen keine Leitungen nach außen laufen, deswegen ist in der einen Ecke ein kleiner Wassersammler eingelassen und von da wird das Duschwasser abgepumpt. Auch da gibt es eine Beleuchtung, das war's. Wir haben aber Stehhöhe. Die kleine Tür, die täuscht eben nur, weil das Hubdach während der Fahrt ja auf das Niveau absinkt. Der Bongomog hat in Details noch das Zeug zum Nachbessern, dennoch punktet er mit ungewöhnlichen Ideen, der Einhaltung seiner kompakten Maße und guter Ausstattung. Ein 1,6 kW großer Wechselrichter, 170 Liter Frischwasser in frostsicheren Tanks, edles Nussbaumfurnier und Echtglasfenster. Nicht zu vergessen die beliebte Panoramaklappe und aus der kommt jetzt ein Fazit. Jetzt natürlich noch die entscheidende Frage, für wen ist dieser Unimog der Bongo Garage denn das passende Fahrzeug? LKW-Fahrer oder Fans von LKWs? Ich glaube nicht. Es sind vielmehr die Fahrer von kleineren Fahrzeugen, von Geländewagen, die aufsteigen wollen, die sich mehr Komfort wünschen, eben sagen, ich möchte ein festes Bett haben, wo es nicht reinregnet, wenn das Dachzelt kaputt ist, oder ich möchte eine Nasszelle haben oder ich möchte einfach eine große Küche haben auf Reisen. Die werden mit diesem Fahrzeug glücklich, denn es ist gerade dieser Geländewagen XXL, der dieses Auto hier so reizvoll macht mit der geringen Fahrzeughöhe. Und das heißt ja auch, man fährt mit diesem Auto in Regionen, wo man das Auto fordern will. Und in diesem Punkt wird der Mensch hinter dem Lenkrad eher an seine Grenzen kommen als der Bongomog. Wer komplett auf Stehhöhe verzichten kann, ordert den Unimog einfach ohne Aufstelldach. Oder wer sich selbst einen Ausbau zutraut, kauft nur die Leerkabine ab 18.600 €. Womit wir beim Preis angekommen sind. Die Kabine kostet etwa 180.000 €, so wie wir sie jetzt hier im Test hatten. Das ist eine Stange Geld, aber das ist auch alles sehr exquisit verarbeitet und mit guten Materialien. Aber das Fahrzeug hier, das ist noch Standard. Wenn ich genau hingucke, sehe ich sogar hier noch die rote Feuerwehrlackierung. Und wenn ich also damit glücklich bin mit einem Basis-Unimog gebraucht, dann kann ich für knapp über 200.000 € mir meinen Traum vom Unimog Reisemobil erfüllen. Und das finde ich dann durchaus auch wieder sehr reizvoll. Es braucht eben nicht immer All-Inclusive. Und wenn ihr jetzt nochmal den Überblick über das große Thema Unimog haben möchtet, dann empfehlen wir euch unsere weiteren Videos. In denen geht es mal um den Gebrauchtwagencheck, mal um einen Eigenbau, um die Fernreise und mal um den Test eines Mobils vom professionellen Fahrzeugbauer. Das alles findet ihr hier bei uns im Kanal.